Fühlt sich dein Knie morgens früh steif und eingerostet an? Dann lass uns gemeinsam gängig machen, damit du richtig gut loslaufen kannst, wenn du aufgestanden bist. Und gegen Ende des Videos machen wir noch einen Turboverstärker für die Übung. Ich liege jetzt zwar nicht im Bett, aber auf einer Couch und ist ja so ähnlich. Ja? Also du wachst morgens auf, gehst hoch und gehst direkt auf deine Knie. Das Bett ist schön weich, dann dürftest du keine Probleme haben. Und dann gehst du so weit wie möglich runter. Wenn du nicht ganz runter kommst, dann nimm einfach ein Kissen dazwischen, das so hoch ist, dass du dann dich gut runterlassen kannst, ohne dass es zu sehr weh tut. Dass es also im gut erträglichen Bereich ist. Und dann gehst du langsam immer weiter nach hinten. Und bei diesem nach hinten gehen achtest du bitte darauf, dass der Bauch mit zurückgeht. Das ist super wichtig, weil wenn der Bauch da bleibt und nur der Rumpf geht zurück, dann überstreckst du im Rücken. Du willst aber in der Hüfte überstrecken. Also du gehst zurück, immer weiter mit dem Bauch. Lass uns das zusammen machen. Mach gleich mit, ist ja ein Mitmachvideo. Gell? Immer weiter zurückgehen, schön atmen. Und du stützt dich ganz bequem auf. Du kannst so dich auf die Fäuste, du kannst auch ein bisschen dich auf den Händen halten. Das ist eigentlich egal. Und dann lässt du dich immer weiter nach hinten runter. Schön atmen, genießen. Das zieht im Knie, das zieht am Oberschenkel, vielleicht auch in der Leiste. Je mehr du mit dem Rumpf, sprich mit dem Becken zurückgehst, desto mehr hast du auch den Zug in der Leiste. Ja? Immer weiter nach hinten gehen, schön atmen. Und jetzt drück mal mit deinem rechten Bein, als wolltest du es strecken. Weil du aber drauf sitzt, geht es ja nicht. Aber spann mal richtig an. Das ist das Krafttraining, was wir machen, damit deine Muskeln noch schneller und effizienter auf diese Übung reagieren. Du drückst mit deinem rechten Fuß so fest wie möglich gegen die Couch, gegen das Bett. Entschuldigung. Wieder locker lassen und mit dem linken Fuß. Mit dem linken Fuß so fest wie möglich gegen die Matratze drücken und wieder locker lassen. Und dann ein bisschen weiter nach hinten kommen. Und dann nochmal. Der rechte Fuß, lass uns zusammen mit dem rechten Fuß drücken. Egal in welcher Höhe du bist, was du an Kissen untergelegt hast zwischen Gesäß und Fersen, völlig egal. Du drückst mit deinem Fuß gegen die Matratze und lässt wieder locker. Und drückst mit deinem linken Fuß gegen die Matratze. Und lässt wieder locker und gehst dann, Achtung, was hatten wir gesagt, mit dem Bauchnabel immer weiter zurück. Und nochmal, du drückst einmal, lässt locker, drückst mit links, lässt locker und gehst weiter zurück. Gleich haben wir es geschafft. Nochmal schön atmen, Bauch nochmal zurückziehen und dann kommst du wieder hoch. Und jetzt setz dich erstmal auf die Bettkante, fühl ein bisschen rein, schlenke ein bisschen die Beine und jetzt stehen wir auf. Ja, jetzt sind wir schon fit fürs Aufstehen. Jetzt stehen wir auf und ich glaube, schreib mal einen Kommentar, du kommst besser hoch, als du das gewohnt bist, weil wir haben durch diese Dehnung jetzt schon erreicht, dass du eigentlich da ein besseres Gefühl haben könntest. Wenn du übrigens mit dieser Übung so nicht klarkommst, zweibeinig, dann klick mal hier, da kriegst du die Übung einbeinig. Dauert halt ein bisschen länger, aber ist dann leichter. So, und jetzt drehst du dich einfach wieder zum Bett. Ich mache so halb schräg, dass ich nicht ganz von dir weggedreht bin. Und dann drückst du die Knie durch, läufst auf dem Bett ein bisschen nach vorne, bis es auch in der Wade zieht. Und dann lässt du dich langsam zunehmend herunter. Langsam zunehmend herunterlassen und dann merkst du die Dehnung oben in der Wade, du merkst sie in der Kniekehle, du merkst sie auch vielleicht an der rückwärtigen Beinlinie. So nennt man das, also Rückseite Bein einfacher ausgedrückt, ja. Und dann machen wir das Gleiche. Du stützt dich ab, sodass du es gerade noch gut ertragen kannst. Atmest schön. Und jetzt machen wir auch da ein Krafttraining. Und das besteht daraus, dass du
mit den Füßen gegen den Boden drückst, wieder locker lässt, dann gehen wir tiefer in die Dehnung und nochmal, der Vorfuß, die Zehen, genauer gesagt, ja, drücken gegen den Boden, du lässt locker, gehst ein bisschen tiefer und wieder, die Zehen drücken gegen den Boden, du lässt locker und gehst tiefer. Das ist die eine Anspannung, das eine Krafttraining. Das andere besteht darin, spann mal deinen Rücken und dein Gesäß so an, als wolltest du deinen Rumpf wegziehen vom Bett, sodass die Hände entlastet werden. Versuch das mal. Wenn es nicht klappt, ist egal, dann dehn einfach weiter, ja? Aber wenn es klappt, immer besser. Je öfter du das Video guckst, je öfter du die Übung machst, desto besser dürfte das klappen. Dann merkst du, aha, wenn du dich wegheben willst, dann spannt sich hinten der Oberschenkel bis zum Knie runter an der Rückseite. Dann lässt du wieder locker, gehst ein bisschen tiefer. Und nochmal, du spannst wieder an, als wolltest du die Hände vom Bett abheben, lässt wieder locker und gehst ein bisschen tiefer. So, und jetzt fordere ich dich, ich hoffe, ich überfordere dich nicht, ja? Jetzt machen wir beides. Aber mach immer so weit mit, wie es geht. Es ist kein Thema, ja? Weil die Dehnung an sich, die wirkt auch. Also du musst dieses Gegenspannen nicht machen. Das ist nochmal eine Sache, die die Übung effizienter macht, ja? Aber nicht unbedingt nötig. Du drückst gegen den Boden mit dem Vorfuß, mit den Zehen und gleichzeitig willst du den Rumpf wegheben. Locker lassen und dann merkst du, es geht weiter runter. Und nochmal, du drückst mit den Zehen gegen den Boden, du willst deinen Rumpf wegheben, locker lassen und noch ein bisschen tiefer. Noch einmal zum dran gewöhnen. Ja? Fußspitzen, also Zehen drücken gegen den Boden. Zusätzlich spannst du an, als wolltest du die Hände von der Couch wegheben. Noch ein bisschen halten, locker und wieder tiefer. Und dann kommst du aus der Übung auch langsam hoch. Lauf ein paar Schritte und wenn du merkst, ups, das ist irgendwie schon leichter, dann gib mal einen Daumen nach oben, like das mal und schreib mal einen Kommentar, wie es dir geht. Und auch hier haben wir eine Alternativübung auf dem Boden. Klick mal da drauf, dann bist du da drauf. Und wenn du jetzt vom Bett weg zur Wand gelaufen bist, dann machst du bitte Folgendes. Du legst beide Hände gegen die Wand. Wir fangen mit dem rechten Fuß an. Du gehst mit dem rechten Fuß zurück, so dass die Ferse aufliegt. Das rechte Bein ist vollkommen durchgestreckt. Und du gehst immer weiter in die Dehnung. Das zieht an der oberen Wade, direkt unterhalb der Kniekehle. Da müsste die größte die Intensität zu spüren sein. Und du atmest schön rein und raus. Und wenn du ausatmest, gehst du noch ein bisschen weiter rein. Und was wir jetzt machen, ist die Wade nochmal schön geschmeidig machen, weil vorhin haben wir den Oberschenkelmuskel vorne geschmeidig gemacht, damit der den Unterschenkel weniger stark zum Knie hinzieht, dass das Knie nicht so gepresst wird. Und jetzt gehen wir an die Wade, damit die weniger den Oberschenkel nach unten zieht. Ja? Alles, um das Kniegelenk zu entlasten und wieder richtig schön funktionsfähig zu machen. Und dann machen wir auch das Krafttraining. Du drückst den Vorfuß, den rechten, in den Boden rein. Und lässt wieder locker. Gehst weiter in die Dehnung, indem du dein linkes Bein beugst. Und nochmal, du drückst nach unten, lässt locker, gehst weiter rein. Du drückst nach unten, lässt locker und gehst weiter rein. Und nochmal, weil es so schön war, du drückst nach unten, lässt locker und gehst weiter rein. Und dann langsam raus. Du kannst gleich deinen linken Fuß neben den rechten setzen, weil der Abstand wird ungefähr der gleiche sein, den du brauchst von der Wand. Setzt das rechte Bein vor. Und bitte darauf achten jetzt nochmal, der linke Fuß muss genau zur Wand zeigen, also im rechten Winkel dazu stehen. Nicht nach außen. Oft wird der linke Fuß nach außen gedreht und dann wird die Übung aber ganz schnell viel uneffizienter. Und dann gehst du auch hier rein, du spürst die Zunahme der Dehnung wieder
in der linken oberen Wade unterhalb der Kniekehle. Und wir atmen uns erstmal rein. Tief ein, tief aus. Schön atmen. Und jetzt auch hier. Der linke Vorfuß, die linken Zehen drücken gegen den Boden, als wolltest du auf die Fußspitzen. Du lässt locker und weiter rein. Und nochmal drücken, locker lassen und weiter rein. Und drücken, locker lassen und weiter rein. Und auch hier, weil es so schön war, nochmal. Du drückst und du hältst dich an der Wand gegen, dass du dich nicht hochdrücken kannst, dass die Ferse wirklich am Boden bleibt, lässt locker und gehst weiter rein. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Jetzt lauf mal rum und fühl mal rein, ob sich was verändert hat. Die Chance ist super groß, ist super hoch. Ja, wenn es so ist, dann Daumen, wenn du noch keinen gegeben hast, bitte eingeben, like einmal und schreib mal einen Kommentar, wo du reinschreibst, was du vorher hattest, was du gefühlt hast und was du schon nach einer Übung an Unterschied merkst, falls du was gemerkt hast. Aber ich gehe eigentlich davon aus. Und jetzt hatte ich noch den Booster versprochen. Ich zeige dir das, erkläre dir, dass du verstehst und kannst dann, wenn du möchtest, einsetzen. Der Verstärker, der Booster für die Übung, wo wir vor dem Bett gestanden haben, besteht darin, den Fuß vorzudehnen, die Wade vorzudehnen. Das kannst du mit dem Knieretter machen oder mit ein paar Büchern, die du unter den Vorfuß legst. Sieht dann so aus. Ich erkläre es dir nur kurz. Du stellst dich drauf, merkst jetzt wahrscheinlich schon eine Dehnung in der Wade und kommst dann zunehmend mit dem Rumpf runter und merkst, oh, das ist ja viel effektiver, weil viel intensiver. Machst das genau die gleiche Zeit und gehst dann wieder raus. Und an der Wand kann man den auch gut einsetzen. Und bei der Dehnung an der Wand für die Wade, da profitierst du genauso. Du gehst drauf, stützt dich dagegen und hast jetzt viel mehr Power in der Dehnung, wie du sofort merken wirst, wenn du mit hochgestelltem Vorfuß übst. Noch kurz zum Knieretter. Das ist eins unserer Hilfsmittel, die ich entwicklt habe, damit dir das Üben leichter fällt, du weniger Zeit brauchst und du Übungen vielleicht machen kannst, die du so gar nicht anders ausführen könntest. Wenn du mehr Informationen über ihn haben möchtest, dann klicke bitte einfach auf das Bild. Da bekommst du sie. Ansonsten, eine Knieroutine findest du hier. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann klicke bitte dort und teile das Video. Alle Menschen, die älter sind, nicht alle, aber die meisten haben mehr oder weniger Probleme mit dem Knie. Gib die Infos weiter, teile ihnen das Video, erzähle ihnen die Übung. Toll, dass du dabei warst. Ciao, bis zum nächsten Mal.